Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Klaus. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt und ich freue mich mit euch, da weitermachen zu dürfen, wo wir gestern aufgehört haben, das Thema Richten, Verurteilen, Beurteilen. Und dazu möchte ich lesen im 1. Korinther, Kapitel 5, 1-5. Es geht in der Gemeinde eine Rede, dass Hurerei unter euch ist. Und eine solche Hurerei, davon auch die Heiden nicht einmal zu sagen wissen. Dass einer seines Vaters Weib hat. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid ertragen, auf das, der das Werk getan hat, von euch getan würde. Der ich mit dem Leib nicht da bin, doch mit dem Geist gegenwärtig, habe schon, als sei ich gegenwärtig beschlossen, über den, der solches getan hat. In dem Namen unseres Herrn Jeschua HaMashiach in eurer Versammlung, mit meinem Geist und mit der Kraft unseres Herrn Jeschua, ihn zu übergeben dem Satan, zum Verderb des Fleisches, auf dass der Geist selig werde am Tag des Herrn Jeschua. Es gibt also Menschen, die in ihrer Situation nicht in der Lage sind, irgendwo einen Konsens ins Leben zu bringen, einen geraden Pfad zu gehen. Hier in unserer Geschichte ist also einer, der in der Gemeinde sich Bruder nennen lässt, aber ein Ehebrecher oder Hurer ist, der die Frau seines Vaters nimmt oder vergewaltigt hat oder wie auch immer. Jedenfalls hat hier etwas stattgefunden, wo Jeschua absolut dagegen ist. Und der Paulus sagt durchaus, dass man hier beurteilen muss. Gestern haben wir gesehen, dass der Herr Jeschua selbst zum Gericht aufruft, damit die Sünde sich nicht in der Gemeinde ausbreitet. Und diesen Zug sehen wir auch im Paulus, wenn er sagt, wir ermahnen euch aber, Brüder, weiset die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Hier sehen wir den rechten Seelsorger. Es geht darum, den Schwachen zu helfen, zu trösten und langmütig zu sein. Aber es geht nicht darum, den Unordentlichen, den Ehebrecher, den Hurenbock, die Hure oder wer sonst alles in der Gemeinde oft zu Hause ist, in ihrem sündigen Wandel zu lassen. Das ist kein Zeichen von Liebe, wenn man Menschen durch die Sünde Unordnung in die Gemeinde bringen lässt und immer wieder ermahnt und erwähnt. Und sie gewähren lässt. Nein, sie sollen zurechtgewiesen werden. Und bevor man zurechtweist, muss man aber beurteilen. Und eine Beurteilung ist in gewissem Maße auch ein Gericht. Das strengste Gericht, das Paulus kennt, ist der Ausschluss aus der Gemeinde. In unserem Leittext lesen wir davon, überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch sei. Und eine solche Hurerei soll jetzt auch noch als Bundespräsident in Deutschland regieren, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet.
dass einer seines Vaters Frau sich nimmt. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid ertragen, auf dass der, welcher die Tat begangen, aus eurer Mitte hinweggetan werden muss. 1. Korinther 5, 1-2. Gemeindezucht zu üben ist keine schöne Aufgabe, aber sie ist biblisch notwendig. Der Dienst soll auf der einen Weise in Sanftmut erfolgen, vor allen Dingen, wenn man merkt, dass der andere mehr oder weniger von einem Fehltritt übereilt wurde. Doch die Bibel zeigt uns auch ganz klar ein strenges und kompromissloses Vorgehen, wenn es heißt, weise sie streng zurecht. Titus 1, Vers 13. Solchen aber gebieten wir, ob man in Sanftmut oder Strenge, lasst uns da immer um die Liebe bitten, damit der andere zurechtkommt, denn das ist das Ziel des Richtens. Ist uns eigentlich klar, dass wenn wir nicht mehr richten, so viele Menschen in ihren Sünden verloren gehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel auch an verschiedenen Stellen meinen Mund aufmache über die Situation mit dem Bundespräsidenten, dass ich mir dieses Amt einem Menschen vorstelle, der solche Dinge nicht tut und der jetzige allerdings seit 11 oder 12 Jahren in Ehebruch lebt und Hurerei lebt und mit der anderen Frau noch nicht einmal geschieden ist. Wobei ich also generell gegen Scheidung bin, von der Schrift her, so verstehe ich das. Aber liebe Geschwister, unsere schwächeren Geschwister, wenn die mitbekommen, dass wir diese ganzen Dinge dulden, nehmen sie sich für sich auch das Recht heraus. Nein, man muss erkennen, dass wir eine klare Stellung gegen die Sünde haben. Sicher sollen wir dem Sünder begegnen. Wir sollen ihm die Chance geben, umzukehren. Das ist das Ziel des Richtens. Die endgültige Verurteilung für die Ewigkeit, das liegt wohl Gott allein zu. Hier auf Erden geht es darum, einen Menschen zurechtzubringen, so wie es auch die weltliche Gerichtsbarkeit eigentlich zum Ziele hat, eine Art Resozialisierung. Wenn ihr also Meinungen habt, die raus müssen, so tut es. Vergesst aber nicht dabei, euch auf dieselbe Stufe zu stellen, denn wir sind kein Stück besser als andere. Wir haben es nur besser als andere. Gottes Gnade ist ewig und ja, an dem Tag, wo Jeschua wiederkommt, wird er das letzte Gericht halten. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag heute. Jahwe sei mit euch in Jeschua Namen. Amen.